Ein 90 Kilo schwerer English Mastiff weigert sich, seine Besitzerin ohne einen Kuss in den Tag starten zu lassen. Jeden Morgen um Punkt 6:07 Uhr drückt er sein riesiges, faltiges Gesicht an Iris und hört nicht auf, bis sie ihm einen guten Morgen wünscht. Aber was er an einem Freitag im November um 3:17 Uhr nachts getan hat, ist der Grund, warum sie nie wieder alleine schläft. Also Leute, nicht alle Mastiffs sind so, wie man sie sich vorstellt. Manche bewachen keine Anwesen und jagen keine Fremden weg. Manche, wie Bruno, liegen morgens um 6 Uhr auf der Brust einer Frau, drücken ihr faltiges Gesicht an Iris und hören nicht auf, bis sie ihm einen guten Morgen wünscht. Aber was er an einem Freitag im November um 3:17 Uhr nachts getan hat, ist der Grund, warum sie nie wieder alleine schläft. Sabine Vogt war 42 und lebte allein in einem 3-Zimmer-Haus in einer ruhigen Straße am Stadtrand von Hamburg. Das Haus war Teil der Scheidungsvereinbarung gewesen. Sie bekam das Haus, die Stille und einen Kühlschrank voller Reste, die niemand sonst essen würde. Ihre Kinder waren erwachsen, ihre Freundinnen wohnten am anderen Ende der Stadt. Und das einzige Geräusch in diesem Haus war meistens das Brummen der Spülmaschine und das Knarzen der Dielen, das sie öfter zusammenzucken ließ, als sie jemals zugeben würde. Sie hatte nicht geplant, einen Mastiff zu holen, schon gar nicht 2. Es fing bei einer Tierschutzveranstaltung an einem Samstagnachmittag an. Sie ging rein und suchte einen mittelgroßen Hund, etwas Handhabbares, etwas, das nicht die ganze Couch einnimmt. Dann sah sie Bruno. Er saß hinten im Zwinger, komplett still, und starrte sie an mit Augen, die aussahen, als hätten sie sich bereits entschieden. In seiner Akte stand, dass er 2-mal abgegeben worden war. Einmal, weil er zu groß war, einmal, weil er auf die Ledercouch des Vermieters gesabbert hatte. Er war 3 Jahre alt, 90 Kilo schwer und seit 7 Monaten im Tierheim. Neben ihm saß Keks, eine 82 Kilo schwere English Mastiff Hündin, heller im Fell, ruhiger in der Energie und komplett an Bruno gebunden. Die Tierheimkoordinatorin sagte Sabine die Wahrheit. Die beiden sind ein Paket. Wir haben einmal versucht, sie zu trennen. Bruno hat 4 Tage lang nicht gefressen. Keks hat geheult, bis ihre Stimme weg war. Niemand will 172 Kilo Hund. Sabine schaute Bruno an. Bruno lehnte seinen Kopf gegen die Gitterstäbe und ließ ein tiefes Seufzen raus, das durch das Metall vibrierte. Sie unterschrieb die Papiere innerhalb einer Stunde. Die erste Woche war pures Chaos aus Fell und Sabber. Bruno lief durch die Haustür und fegte mit seinem Schwanz die Garderobe von der Wand. Keks setzte sich auf die Couch und die rutschte 8 Zentimeter über das Parkett. In der ersten Nacht richtete Sabine ihnen Betten auf dem Wohnzimmerboden her. Um Mitternacht waren beide Betten leer. Bruno lag diagonal auf ihrem Bett und nahm 75% einer 1,40 Meter Matratze ein. Keks lag an der anderen Seite, an Sabines Beine gepresst, wie eine 82 Kilo schwere Heizdecke. Sabine bekam einen 30 Zentimeter breiten Streifen in der Mitte, ohne Kissen, weil Bruno es benutzte. Sie versuchte in der zweiten Nacht, die Schlafzimmertür zu schließen. Bruno saß davor und winselte. Kein kleines Winseln, ein tiefes 90 Kilo Vibrieren, das sie durch die geschlossene Tür in der Brust spüren konnte. Sie öffnete nach 9 Minuten. Er ging rein, legte sich hin und seufzte, als wäre das Ganze eine Beleidigung seiner Würde. Sie hat die Tür nie wieder zugemacht. Aber es waren die Morgenstunden, die alles verändert haben. Jeden Tag um exakt 6:07 Uhr wachte Bruno auf, streckte seinen riesigen Körper mit einem Stöhnen, ging zu Sabines Seite vom Bett und fing an. Erst das Schnüffeln, seine riesige nasse Nase an ihre Wange, ihren Hals, ihr Ohr gedrückt, dann das Lecken, langsam, gezielt, eine Zunge so groß wie ein Waschlappen über ihr ganzes Gesicht. Und er hörte nicht auf, bis sie sich aufsetzte und sagte: »Guten Morgen, Bruno.« Erst dann fing sein Schwanz an. Ein schweres Klopfen gegen den Nachttisch, das mindestens 3-mal pro Woche ihr Wafferglas umwarf. Keks hatte ihr eigenes System. Sie schnappte sich Sabines linken Hausschuh, nur den linken, trug ihn in die Küche und legte ihn neben ihren Futternapf. Die Botschaft war klar: Du isst, wenn ich esse. Krass, oder? Solche Geschichten zeigen, warum manche Momente es verdienen, geteilt zu werden.
Sabines Freundinnen hielten sie für verrückt. Ihre Schwester nannte die Hunde Mitbewohner aus der Hölle. Aber Sabine hatte seit 2 Jahren nicht mehr so gut geschlafen. Sie hatte seit noch länger nicht mehr so gelacht. Und sie hatte sich seit vor der Scheidung nicht mehr so sicher gefühlt. Denn Bruno hat ihr nicht nur einen guten Morgenkuss gegeben, er hat alles beobachtet. Jedes Auto, das vorbeifuhr, jedes Geräusch vor dem Fenster, jedes Klopfen an der Tür. Er war immer zuerst da. 90 Kilo zwischen Sabine und was auch immer auf der anderen Seite war. Ich sehe, ihr habt immer noch nicht abonniert. Das bricht mir echt das Herz, Leute. Drückt jetzt auf Abo. Ihr wollt hören, was in dieser Nacht passiert ist. 4 Monate nachdem Sabine sie nach Hause geholt hatte, passierte es. Um 3:17 Uhr nachts an einem Freitag im November schlief Sabine. Bruno lag am Fußende des Bettes. Keks war unten auf der Couch. Bruno wachte zuerst auf. Nicht langsam, sofort. Sein Kopf schnellte hoch, seine Ohren richteten sich auf. Und dann machte er etwas, das Sabine noch nie gehört hatte. Er bellte. Nicht sein übliches faules Brummen. Scharf, heftig, unaufhörlich. Ein Bellen so tief, dass das Bettgestell vibrierte. Sabine setzte sich auf. Ihr Herz raste. Bruno sprang vom Bett und rannte zur Treppe. Dann hörte sie Keks, ein tiefes, kehliges Knurren aus dem Wohnzimmer, bei dem sich die Haare auf ihren Armen aufstellten. Sie griff zum Handy und schaute auf die Überwachungskamera. Ein Mann stand auf ihrer Terrasse, ein Breieisen in der Hand und versuchte, die Schiebetür aufzuhebeln. Dann schaute der Mann durch das Glas und auf der anderen Seite stand Keks, 82 Kilo, Zähne sichtbar, Nackenhaare aufgestellt, knurrend mit einem Laut, der nicht zu einem Haustier gehörte. Bruno kam die Treppe runter. 90 Kilo Wut, Bellen so heftig, dass seine Vorderpfoten bei jedem Laut vom Boden abhoben. Der Mann ließ das Breieisen fallen. Er rannte, er hob es nicht mal auf. Die Polizei kam. 2 andere Häuser in derselben Straße waren in dieser Woche eingebrochen worden. Schmuck weg, Elektronik weg. Sabines Haus war unberührt. Der Polizist schaute Bruno an, der jetzt auf dem Rücken auf der Couch lag, alle 4 Beine in der Luft und sagte: Ich glaube nicht, dass jemand diese Tür nochmal versucht. Heute ist Bruno 5, Keks ist 4. Die Morgenroutine hat sich nicht geändert. 6:07 Uhr, die Nase, die Zunge, der Schwanz gegen den Nachttisch, die Hausschuhgeiselnahme in der Küche. 172 Kilo Hund auf einem Bett für eine Person. Sabine schließt ihre Türen nicht mehr aus Angst ab. Sie schließt sie aus Gewohnheit. Denn nichts kommt an 172 Kilo Treue, Sabber, geklauten Hausschuhen und einer Liebe, die jeden Morgen mit einem Kuss beginnt. Manche Leute sagen, Mastiffs sind zu groß, zu viel, zu chaotisch. Sabine sagt, sie sind genau richtig. Denn sie hat Bruno und Keks nicht gerettet, sie haben sie gerettet. Und jeden Morgen, wenn dieses 90 Kilo faltige Gesicht sich ans ihre drückt und sich verweigert, den Tag ohne einen Kuss beginnen zu lassen, weiß sie genau, warum sie sich verfunden haben. Manchmal wiegt Liebe 90 Kilo und kennt keinen persönlichen freien Raum. Und manchmal ist genau das, was man braucht. Würdet ihr jeden Morgen von einem 90 Kilo Mastiff wach küssen lassen? Oder ist das zu viel Hund für ein Bett? Schreibt es mir in die Kommentare.